die größten Fehler im Blumenbeet und warum der Garten dadurch schnell unruhig wirkt. Willkommen zurück bei Garten Lea. Vielleicht kennst du dieses Gefühl aus dem eigenen Garten. Das Blumenbeet ist eigentlich gesund. Die Pflanzen wachsen, es blüht überall. Und trotzdem schaut man darauf und denkt, irgendetwas wirkt hier unruhig. Genau darum geht es heute. Denn viele Blumenbeete wirken nicht chaotisch, weil die Pflanzen schlecht wären. Oft fehlt einfach eine klare Struktur im Hintergrund. Das Spannende daran ist, viele dieser Probleme lassen sich erstaunlich leicht verbessern, sobald man versteht, worauf unser Auge überhaupt reagiert. Denn ein Garten wird nicht nur mit Pflanzen gestaltet. Er wird auch mit Ruhe, Wiederholung, Abständen, Formen und Blickführung gestaltet. Und genau diese Dinge entscheiden oft darüber, ob ein Beet harmonisch oder hektisch wirkt. Deshalb schauen wir uns heute die häufigsten Fehler an, die Blumenbeete schnell unruhig wirken lassen. Und wir beginnen bei Fehler Nummer 7. Zu viele einzelne Pflanzen ohne Zusammenhang. Das ist einer der häufigsten Gründe dafür, dass ein Blumenbeet unruhig wirkt. Viele Menschen kaufen Pflanzen spontan. Eine Blume gefällt wegen ihrer Farbe, eine andere, weil sie gerade reduziert war. Und wieder eine andere kommt mit, weil irgendwo noch ein freier Platz im Beet übrig ist. Das passiert völlig verständlich und mit guten Absichten. Doch mit der Zeit entsteht dadurch oft kein klares Gesamtbild mehr. Das Beet wirkt dann eher wie eine Sammlung einzelner Entscheidungen, statt wie ein bewusst gestalteter Gartenbereich. Selbst wenn jede Pflanze für sich schön aussieht, fehlt dem Auge etwas Wichtiges. Ein Zusammenhang. Denn unser Auge sucht automatisch nach Wiederholungen und Mustern. Wenn jede Pflanze völlig anders aussieht, springt der Blick ständig von einer Stelle zur nächsten. Das erzeugt Unruhe. Viele ruhige und harmonische Blumenbeete arbeiten deshalb mit Wiederholung. Bestimmte Pflanzen tauchen mehrfach auf, Farben wiederholen sich. Formen kehren an verschiedenen Stellen wieder zurück. Dadurch entsteht Ordnung. Das bedeutet nicht, dass ein Beet langweilig werden muss. Ganz im Gegenteil. Gerade durch gezielte Wiederholung entsteht oft erst ein wirklich ruhiger und hochwertiger Eindruck. Deshalb lohnt sich eine einfache Frage. Wirkt das Blumenbeet wie ein bewusstes Konzept oder eher wie viele einzelne Einkäufe nebeneinander? Denn das ist am Ende ein größerer Unterschied, als viele Menschen vermuten. Fehler Nummer 6. Unruhige oder unsaubere Beetkanten. Dieser Fehler wird erstaunlich oft unterschätzt. Dabei entscheidet die Beetkante sehr stark darüber, wie ordentlich ein Garten wirkt. Wenn die Begrenzung eines Blumenbeets unklar, schief, ausgefranst oder kaum sichtbar ist, verliert das gesamte Beet sofort an Struktur. Eine saubere Beetkante erfüllt viele Aufgaben gleichzeitig. Sie trennt das Beet optisch vom Rasen. Sie gibt den Pflanzen einen klaren Rahmen. Und sie sorgt dafür, dass die gesamte Pflanzung bewusster wirkt. Fehlt diese klare Abgrenzung, entsteht schnell das Gefühl, dass die Pflanzen einfach zufällig in den Garten hineinwachsen. Genau deshalb wirken manche Blumenbeete sofort ruhiger als andere, selbst wenn ähnliche Pflanzen verwendet werden. Die Beetkante übernimmt einen Teil der gesamten Gestaltung. Dabei muss eine Beetkante nicht streng oder perfekt geometrisch aussehen. Ein natürlicher Garten darf ruhig weich und lebendig wirken. Aber das Auge braucht trotzdem eine erkennbare Form. Denn sobald die Begrenzung chaotisch wirkt, wirkt meist auch das gesamte Beet deutlich unruhiger. Schon kleine Verbesserungen an der Beetkante können deshalb einen erstaunlich großen Unterschied machen. Fehler Nummer 5. Falsche Pflanzabstände. Auch die Abstände zwischen den Pflanzen beeinflussen die Wirkung eines Blumenbeets enorm. Und dabei können gleich 2 extreme Probleme verursachen. Manchmal stehen Pflanzen viel zu dicht zusammen und manchmal entstehen große, zufällige Lücken zwischen einzelnen Bereichen. Beides erzeugt Unruhe. Wenn Pflanzen zu eng gesetzt werden, verschwimmen Formen und Strukturen. Das Beet wirkt schnell überladen. Außerdem gelangt weniger Luft zwischen die Pflanzen. Pflege und Rückschnitt werden schwieriger. Und das gesamte Beet beginnt irgendwann fast gegeneinander zu arbeiten.
Doch auch zu große oder zufällige Abstände können problematisch sein. Dann wirkt das Beet unfertig oder auseinandergerissen. Das Auge findet keine ruhige Linie mehr, an der es entlang wandern kann. Gerade harmonische Blumenbeete leben oft davon, dass die Pflanzabstände bewusst gewählt wirken. Nicht perfekt, nicht streng symmetrisch, aber ruhig und durchdacht. Denn Pflanzabstände beeinflussen nicht nur das Wachstum der Pflanzen. Sie beeinflussen auch direkt die Atmosphäre des Gartens. Und genau deshalb verlieren viele Beete ihre ruhige Wirkung, obwohl die Pflanzen eigentlich gesund sind. Fehler Nummer 4: Fehlende Wiederholung. Dieser Punkt hängt eng mit den einzelnen Pflanzen zusammen. Aber er ist so wichtig, dass er einen eigenen Abschnitt verdient. Wiederholung ist einer der größten Unterschiede zwischen einem Beet, das geplant wirkt, und einem Beet, das zufällig entstanden aussieht. Sobald bestimmte Formen, Farben oder Pflanzengruppen mehrfach auftauchen, erkennt unser Auge automatisch Ordnung. Und Ordnung erzeugt Ruhe. Das Beet wirkt dadurch harmonischer, strukturierter und deutlich angenehmer. Ohne Wiederholung entsteht dagegen schnell ein verstreuter Eindruck. Viele Menschen glauben, dass möglichst viel Vielfalt automatisch schöner aussieht. Doch oft passiert genau das Gegenteil. Wenn jede Ecke völlig anders aussieht, verliert das Beet seine gemeinsame Sprache. Das Auge weiß dann nicht mehr, worauf es sich konzentrieren soll. Ein ruhiges Blumenbeet braucht deshalb meist nicht immer mehr Pflanzen. Es braucht oft eher verbindende Elemente. Das können ähnliche Blattformen sein, wiederkehrende Farben oder bestimmte Pflanzen, die an mehreren Stellen erneut auftauchen. Dadurch entsteht ein Gefühl von Zusammengehörigkeit. Und genau dieses Gefühl sorgt später dafür, dass ein Garten ruhiger, hochwertiger und geplanter wirkt. Fehler Nummer 3: Zu viele konkurrierende Farben. Das passiert sehr häufig mit den besten Absichten. Blumen sind bunt und genau das lieben viele Menschen am Garten. Deshalb entsteht schnell die Idee, mehr Farben bedeuten automatisch mehr Schönheit. Doch in der Praxis funktioniert das oft nicht ganz so einfach. Wenn zu viele kräftige Farben gleichzeitig um Aufmerksamkeit kämpfen, entsteht schnell Unruhe. Das Auge findet dann keinen ruhigen Punkt mehr. Alles möchte gleichzeitig im Mittelpunkt stehen. Und wenn alles Aufmerksamkeit verlangt, wirkt das Gesamtbild oft laut statt harmonisch. Das bedeutet natürlich nicht, dass ein Blumenbeet langweilig oder farblos sein muss. Und es bedeutet auch nicht, dass nur eine einzige Farbe erlaubt wäre. Aber viele ruhige Gärten arbeiten mit bewussten Farbbeziehungen. Farben ergänzen sich, bestimmte Töne wiederholen sich und manche Bereiche bleiben bewusst etwas ruhiger. Dadurch entsteht Balance. Manchmal braucht ein Blumenbeet deshalb nicht mehr Farbe, sondern bessere Farbzusammenhänge. Und genau das ist ein entscheidender Unterschied. Fehler Nummer 2: Schlechte Höhenstaffelung. Auch die Höhen der Pflanzen spielen eine enorme Rolle. Wenn hohe, mittlere und niedrige Pflanzen nicht gut miteinander arbeiten, entsteht schnell ein chaotischer Eindruck. Vielleicht verdecken hohe Pflanzen wichtige Bereiche. Vielleicht gehen kleinere Pflanzen völlig unter. Oder die mittlere Ebene wirkt unruhig und ungeordnet. Dann fehlt dem Auge Orientierung. Eine gute Staffelung hilft dabei, die Pflanzung leichter zu verstehen. Viele harmonische Blumenbeete arbeiten deshalb mit verschiedenen Ebenen. Niedrige Pflanzen bilden oft die ruhige Grundlage. Mittlere Pflanzen verbinden die Bereiche. Und einzelne, höhere Akzente sorgen für Struktur und Blickführung. Das bedeutet nicht, dass jedes Beet wie eine perfekte Treppe aufgebaut werden muss. Aber die Höhen sollten bewusst angeordnet wirken. Denn sobald die Staffelung fehlt, verliert das Beet schnell seine Ruhe. Und das passiert selbst dann, wenn die Pflanzen eigentlich gesund und schön sind. Viele Menschen spüren sofort, dass etwas nicht stimmt, obwohl sie es gar nicht genau benennen können. Sehr oft liegt die Ursache genau hier. Fehler Nummer 1: Keine klare Struktur und kein Blickfang. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt überhaupt. Denn selbst wenn viele kleinere Probleme verbessert werden, kann ein Blumenbeet trotzdem chaotisch wirken, wenn ihm eine klare Struktur fehlt. Ein Beet
braucht eine erkennbare Idee. Etwas, das dem Auge Orientierung gibt. Wo beginnt der Blick? Was ist der Mittelpunkt? Welche Pflanze hält das Ganze zusammen? Und welche Bereiche unterstützen diese Wirkung? Fehlt diese Ordnung, wirkt das Beet schnell wie eine zufällige Ansammlung schöner Pflanzen, statt wie ein bewusst gestalteter Gartenbereich. Und genau das trennt oft ruhige, hochwertige Beete von Beeten, die eher improvisiert wirken. Nicht die Pflanzen selbst machen den größten Unterschied, sondern die Struktur dahinter. Manchmal entsteht diese Struktur durch eine einzelne Leitpflanze, manchmal durch größere wiederkehrende Pflanzflächen und manchmal durch eine sehr klare Beetform. Aber am Ende braucht jedes Beet ein gewisses Gefühl von Ordnung. Denn wenn kein Mittelpunkt vorhanden ist, sucht das Auge ständig nach Orientierung. Und genau dieses unruhige Gefühl beschreiben viele Menschen später mit dem Satz: Irgendwie wirkt mein Blumenbeet chaotisch. Deshalb helfen oft ein paar einfache Fragen. Wirkt jede Pflanze wie eine Einzelentscheidung? Hilft die Beetkante dabei, Ordnung zu schaffen? Sind die Pflanzabstände bewusst gewählt? Gibt es genügend Wiederholungen? Passen Farben und Höhen zueinander? Und besitzt das Beet überhaupt einen klaren Mittelpunkt? Diese Fragen verändern den Blick auf den Garten oft komplett. Denn plötzlich geht es nicht mehr darum, was könnte ich noch hinzufügen, sondern eher darum, was macht dieses Beet eigentlich unruhiger, als es sein müsste. Und genau dort entstehen später oft die größten Verbesserungen. Denn sobald Struktur, Wiederholung und Ruhe zusammenkommen, verändert sich meist die Wirkung des gesamten Gartens. Das Beet wirkt klarer, der Garten wirkt harmonischer und alles fühlt sich bewusster gestaltet an. Ich hoffe, dieses Video hilft dir dabei, dein Blumenbeet mit anderen Augen zu betrachten. Denn oft braucht ein Garten gar nicht mehr Pflanzen, sondern einfach etwas mehr Ruhe und Struktur. Danke, dass du dir Zeit für deinen Garten genommen hast. Und für Garten Lea.